In diesem Video erfährst du mehr über verschiedenes Zubehör für dein Mac Mini M2 oder M1. Ich stelle dir verschiedene Möglichkeiten vor, dein Mac zu erweitern. Alles ist dabei, von SD-Kartenlesern über Tastaturen bis hin zu Festplatten und externen USB-Hubs für deinen Schreibtisch. Sollten dich einige Dinge noch mehr interessieren, dann schreib doch einfach hier in meine Kommentare, worüber du mehr erfahren möchtest, und dann erscheint vielleicht genau für dieses Produkt ein neues Video hier auf meinem Kanal. Aus meinem neuen Studio das erste Video. Ein Review dazu gibt es natürlich noch zum neuen Studio, aber wir kümmern uns heute erstmal um den Mac Mini M2, vor kurzer Zeit von Apple vorgestellt. Da dieser baugleich ist mit dem Mac Mini M1, gibt es natürlich auch eine ganze Menge Zubehör und auch neues Zubehör zum Mac Mini. Schade eigentlich, dass Apple hier nicht eine neue Form verbaut hat, aber für uns wiederum gut, weil man kann natürlich dann das Zubehör, was jetzt schon existent ist, ebenfalls für diesen Mac Mini benutzen, und was hier alles sozusagen auf dem Markt an Zubehör rumkreucht und rumfleucht, das seht ihr jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Jetzt hat natürlich Apple den neuen Mac Mini rausgebracht mit zwei verschiedenen neuen Prozessoren. Zum einen den Mac Mini M2 und den M2 Pro. Beide sind auch baugleich. Sie unterscheiden sich eigentlich nur an den Anschlüssen und natürlich klar an der Geschwindigkeit. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Möglichkeiten, die hier geboten sind, denn beim Apple Mac Mini werden nicht alle Anschlüsse verbaut. Du hast zwar bei den großen Modellen hier 4 Thunderbolt-Anschlüsse, bei den kleinen hast du nur 2 Thunderbolt-Anschlüsse, und da wird schon manchmal zum Problem, richtiges Zubehör anzuschließen. Wenn ich mir mal das alte Modell anschaue vom Mac Mini, schauen wir mal, was wir da sozusagen alles dran gehabt haben. Früher, vor Jahren, zum Beispiel ein SD-Kartenleser, ein Audioeingang, ein Audioausgang, dann 4x USB, dann klar HDMI haben wir jetzt auch, Netzwerk haben wir auch. Und die anderen Anschlüsse sind eigentlich gleich geblieben, aber da hat man sich noch Mühe gegeben und auch zum Beispiel einen SD-Kartenleser verbaut, was jetzt sozusagen nicht mehr der Fall ist. Ich verstehe es einfach nicht, denn die Platinen waren ja da. Warum macht man nicht einen mickrigen SD-Kartenleser hier noch mit rein? Macht aber nichts, dafür haben wir mehr zu erzählen beim Zubehör, denn hier gibt es richtig schöne Zubehörartikel, die man für den Mac Mini benutzen kann, gleichzeitig auch die Festplatte erweitern. Hier sind dann externe Festplatten drin und natürlich auch SD-Kartenleser, die man einfach so anschließt an den Mac Mini, denn die normale Ausführung hat hier 2 Thunderbolt-Ausgänge, gleichzeitig natürlich nur noch 2 USB-Ausgänge, HDMI-Netzwerk ist dabei und dann nochmal 3,5 mm Klinke als Audioausgang, und das ist natürlich nicht doll, und wenn man hier ein bisschen was bewegen möchte beim Arbeiten, braucht man zusätzliche Anschlüsse, definitiv. Gerade bei den Thunderbolt-Anschlüssen ist es natürlich so, dass du Geschwindigkeit auch mal teilen möchtest, und das ist bei 2 Thunderbolt-Anschlüssen dann nicht mehr so relativ schnell umsetzbar, denn hast du hier einen Monitor dran und natürlich eine Festplatte, was willst du da ansonsten noch ranmachen? Also, es gibt wie gesagt super neues Zubehör für den Mac Mini. Alles habe ich mir selber besorgt, ich habe mir nichts sponsoren lassen, das habe ich mir sozusagen gekauft, um es für mich zu testen und gleichzeitig natürlich euch mit dran teilhaben zu lassen. Und wir legen los mit dem ersten Gadget für den Mac Mini, das ist hier sozusagen der Vertical Stand für den kleinen Mac von Apple, und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wer hier noch mehr Informationen haben möchte zu den Gadgets, die ich hier vorstelle, der kann natürlich gern in meinen Videobeschreibungen hier unten nachlesen und nochmal nachtesten. Auch die aktuellen Preise gibt es dann hier sozusagen verlinkt und gleichzeitig natürlich auch die Kauflinks zu den Produkten. An jedem Link verdiene ich ein paar Prozente. Das ist für euch nicht extra teurer. Das ist genau der gleiche Preis, und wer kauft, der unterstützt natürlich auch diesen Kanal. Und los geht's mit diesem Gadget. Das ist die vertikale Tischhalterung mit integrierter Docking Station. Das Ganze verfügt dann über verschiedene Anschlüsse, insgesamt 8 in 1. Zum einen der Netzadapter, 2x USB 3.0, 2x Kartenslot mit MicroSD und SD-Karte, einmal USB-C, einmal Mini-Klinke und natürlich auch das Wichtigste für Festplattenerweiterung, hier der Festplattenslot. Diesen Festplattenslot kannst du ganz einfach mit 4 Schrauben öffnen und schließen und kannst ganz normale SSD-Festplatten hier einbauen. 1 TB, 2 TB, welche Festplatten ihr hier sozusagen einbauen könnt.
Das erfahrt ihr ebenfalls bei mir in der Videobeschreibung. Und das ist natürlich eine coole Geschichte, denn hier kannst du mal so ein 256 Gigabyte Mac Mini etwas erweitern auf 1 oder 2 Terabyte. Flaschenhals ist natürlich dann immer der USB-C-Anschluss, der dann meistens nicht Thunderbolt-fähig ist, sondern dir meistens so die USB-C Geschwindigkeiten bietet, aber für eine externe Festplatte, wenn man nicht gerade 4 oder 8K Video schneidet, ist das auch okay. Und wenn du den richtigen USB-C-Anschluss hast, dann kannst du hier auch mit den Festplatten optimal arbeiten. Und wie gesagt, es sieht keiner, es sieht unwahrscheinlich gut aus und er steht natürlich auf dem Schreibtisch ideal. Und man steckt den Mac Mini einfach ein, dann gibt es natürlich die vorhandenen Anschlüsse hierfür und er steht sicher und entspannt auf deinem Schreibtisch. Einschalten kannst du ihn von hier. Hier hast du nochmal so eine eingelassene Vorrichtung für den Anschalter und für den Ausschalter. Und alles andere ist verdeckt im hinteren Bereich des Mac Mini. Man sieht es kaum. Also du hast wie gesagt hier den USB-C, den USB und den 3,5 mm Klinke-Anschluss. Und wenn der dann sozusagen schön und entspannt auf dem Schreibtisch steht, dann hast du hier wirklich eine ideale Geschichte. Ein bisschen doof ist natürlich, dass hier das Apple-Zeichen falsch rum ist, aber es gibt natürlich keine andere Möglichkeit, das zu machen, denn die Anschlüsse sind nun mal hier unten und nicht hier oben, dass man den sozusagen richtig rum reinstecken kann. Und wenn man den richtig rum reinsteckt, na dann gucken hier nachher die ganzen Kabel raus. Sieht natürlich auch ästhetisch nicht so gut aus. Deswegen ist das Apple-Zeichen halt verkehrt rum hier in diesem vertikalen Ständer. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts zu meckern von der Qualität her, beziehungsweise von der Verarbeitung. Ist alles aus Plastik. Also es ist kein hochwertiges Aluminium verbaut. Es ist wirklich komplett ein Plastikgehäuse, was dir sozusagen die Anschlüsse bietet und auf deinem Schreibtisch steht. Preislich liegt die ganze Geschichte um die 85 bis 90 Euro. Manchmal variiert das. Also ich habe mir jetzt für 88 Euro gekauft und ja, es steht schön auf dem Schreibtisch rum. Man muss natürlich aufpassen, hier gibt es dann immer einige Ränder, aber die kann man gleich und entspannt vom Mac Mini entfernen, wenn man das hier rein und raus schiebt. Ganz entspannt ist das nicht. Aber wie gesagt, es gibt keine Kratzer, es gibt nur diese Plastikränder. Alles easy, alles gesaved. Und für 88 Euro kann man sich dann die Geschichte vielleicht auf dem Schreibtisch antun, wenn man vielleicht auch noch etwas übersichtlichere Geschichten haben möchte, beziehungsweise ein bisschen ordentlicher sortiert auf dem Schreibtisch. Dann gucken wir uns jetzt mal das nächste Gadget an. Diesen USB-C-Hub mit Festplattengehäuse finde ich persönlich etwas besser, weil er einfach formschöner ist und für mich besser auf den Schreibtisch passt. Du hast hier vorne alle Anschlüsse, die du sozusagen im täglichen Mac-Leben brauchen könntest und brauchst dann bloß den Mac Mini hier rauflegen. Und es sieht formschön aus. Du kommst an alle Anschlüsse vorn direkt ran. Ich verstehe sowieso nicht, warum Apple das nicht in den Mac Mini vorn einbaut und dann ist gut. Wenigstens SD-Kartenleser wie beim Mac Studio und hier nochmal 2 USB-C bzw. ein Thunderbolt. Das bricht doch der Krone keinen Kranz aus. Ich verstehe es immer wieder nicht. Aber gut für die Zubehörhersteller, dann verdienen die hier noch ein paar Euros. Warum nicht? Dieses USB-C-Hub mit Festplattengehäuse ist natürlich für den Mac Mini original geschneidert worden, bietet dir hier zweimal USB-C 3.0, zweimal USB 2.0, ein MicroSD, einen normalen SD-Kartenleser und im hinteren Bereich kannst du dann sozusagen deinen Mac Mini mit diesem USB-C-Hub verbinden. Auch wieder ganz interessant gelöst. Im unteren Bereich hast du hier die Möglichkeit, dann eine externe Festplatte einzubauen. Und ich kann euch hier auch Festplatten empfehlen für diese externen USB-C-Hubs. Und zwar gibt es von SanDisk für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hierfür passende Festplatten, die haben entweder 1 Terabyte oder 2 Terabyte. Ich nehme die gleichen Festplatten für meine Videoaufzeichnungen und da bist du ungefähr mit 560 Megabyte die Sekunde dabei. Das reicht alle Male für Video und Aufzeichnung aller Art, beziehungsweise auch für große Fotoübertragung. Und ich habe hier persönlich eine 1 Terabyte Festplatte für die Videogeschichten, die ich mache.
und die liegt im Moment so bei 80 Euro. Also ist das natürlich gegenüber den Apple-Festplatten eine riesen Kostenersparnis. Selbst wenn du hier sozusagen deinen USB-C-Hub kaufst, eine Festplatte mit reinbaust, dann bist du ungefähr, hier das Ding kostet auch knapp 80 Euro, dann bist du einfach mal bei 160 Euro anstatt für Festplattenaufpreise teilweise bei 400 bis 1200 Euro, je nach Größe der Festplatte. Das bietet sich natürlich hier schon mal an, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Die SanDisk Ultra ist das, glaube ich, 1 Terabyte für 80 Euro. Hier unten mal nachschauen. Eine richtig super Festplatte. Ich habe die jetzt für Videodaten, nutze die seit ca. 1,5 Jahren. Es ist nichts passiert, es gibt keine Bugs, es gibt keine Festplattenfehler. Die ist zuverlässig wie ein Mercedes vor 10 Jahren, kann man da sozusagen zu sagen, oder? Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel zu berichten. Das ist in der gleichen Farbe wie der Mac Mini in Silber und sieht einfach gut aus auf dem Schreibtisch. Hinten über USB-C dann verbinden mit dem Thunderbolt-Port, hier reingehen und schwuppdiwupp bist du schon dabei und hast ein formschönes USB-C-Hub mit externer Festplatte bis zu 2 Terabyte. Eine schöne Lösung. Wenn du deinen Mac Mini verstecken möchtest, beziehungsweise nicht allzu viel Platz auf deinem Schreibtisch hast, dann gibt es natürlich auch noch unwahrscheinlich interessante Möglichkeiten, zum Beispiel die sogenannten Monitor- und Tischhalterungen. Hier hast du die Möglichkeit, dass du dann einfach den Mac Mini einschiebst in die Tischhalterung und diese dann unter dem Tisch anbringst oder, wenn du möchtest, hinter deinem Monitor. Dafür gibt es externe Monitorhalterungen und dann hast du natürlich die Möglichkeit, dein Mac Mini einfach zu verstecken und dann drückst du hinter dem Monitor bzw. unter dem Tisch auf den Anknopf und keiner sieht den Mac Mini bzw. dein Schreibtisch ist richtig frei. Du kannst viel arbeiten, hast trotzdem deinen Rechner direkt im Betrieb und diese Monitor- oder Tischhalterungen, die liegen preislich so zwischen 15 und 25 Euro. Manchmal kommen sie aus Plastik, manchmal kommen sie aus schönem Aluminium. Das kann sich dann jeder selber aussuchen. Ich habe euch mal ein paar rausgesucht und direkt hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wer keine Lust auf diese Schreibtisch-Gadgets hat mit externer Festplatte und anderen, sondern einfach nur einen externen Hub sucht, da gibt es natürlich auch unwahrscheinlich viele Möglichkeiten im Netz. Solche externen Hubs, die gibt es natürlich wie Sand am Meer. Hier muss man natürlich auch wieder unterscheiden, was brauche ich für meinen Mac Mini und was bietet mir der Hub für Geschwindigkeit. Auch nicht alle sind wieder gleich. Manche machen dann nur HD auf das HDMI bzw. nur 4K 30, keine 4K 60. Und wenn ich einen schöneren Monitor habe, dann möchte ich natürlich auch mal 4K 120 haben oder. Deswegen gibt es natürlich erstmal von mir getestete USB-C-Hubs für den normalen Anwender. Also hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber die haben sich in meiner Arbeit bewährt. Zum einen ist dieser 11-in-1 USB-Hub hier eine unwahrscheinlich interessante Lösung, denn er wird extern mit Netz versorgt. Das ist schon mal ganz wichtig, da würde ich auch darauf achten, nicht, dass dir das sozusagen hier komplett erstmal alles leer saugt am USB-C bzw. Thunderbolt-Anschluss hier vom Mac. Der ist extern mit Netz versorgt, bietet dir dann sozusagen verschiedene externe HDMI-Ausgänge. Hier kannst du bis zu 3 Monitoren anschließen. Gleichzeitig natürlich auch nochmal, was ganz wichtig ist, USB-C 3.0, USB-A 3.0 und SD-Kartenleser sowie Audioanschluss. Und das hat sich, wie gesagt, jetzt so 1,5 Jahre bei mir im Büro und beim Videoschneiden bewährt. Den kann ich euch empfehlen. Die Firma, die wechselt laufend, also es gibt quasi die gleichen Produkte bei Amazon zu kaufen, aber mal ist es von der Firma, mal ist es von der Firma. Ich glaube, die wechseln dann immer bloß das Label. Aber diese Art von USB-C-Hub, die kann ich euch empfehlen. Steht auch ganz entspannt auf dem Schreibtisch rum und verbraucht nicht viel Platz und ist, wie gesagt, extern mit Netz versorgt, worauf ihr meistens immer achten sollte, auch bei Mobilgeräten wie Laptops oder anderen Dingen. Versorgt diese Dinger extern mit Netzanschluss, dann klauen sie euch nicht so viel Strom vom Laptop. Die etwas kleinere Geschichte ist dann hier von Fitfort, das steht wenigstens noch drauf bei dieser Firma, den gibt es auch schon 1 bis 2 Jahre im Netz und der hat sich bei mir auch bewährt, A, weil er alles hat, also der hat sogar einen Netzwerkanschluss, einen VGA-Port, gleichzeitig natürlich USB-A, USB-C-Anschlüsse und hier treibt sich dann auch nochmal ein kleiner Monitor-Port rum, beziehungsweise HDMI, SD-Kartenleser
Gehäuseleiser und Audioport, alles mit dabei. Der ist auch nicht teuer. Also das Ding kostet hier knapp 100 Euro, glaube ich. Das ist ein bisschen teurer. Aber der kostet mittlerweile noch um die 20, 25 Euro, wenn er teuer ist. Und der hat sich echt super bewährt, ist auch aus Aluminium gebaut und den kann man zur Not immer noch mitnehmen für sein iPad bzw. für andere Geräte, und der passt natürlich auch perfekt hier an den Mac Mini als externer Adapter. Den kann ich euch empfehlen, Ein paar andere habe ich euch noch mit reingeschrieben hier in die Videobeschreibung, die von Testurteil relativ gut sind. Also da kann man schon bei 4 oder 5 Sterne Bewertungen glauben, dass die etwas länger halten und dass die natürlich auch einen guten Datendurchsatz haben, was ja auch relativ wichtig ist, weil wenn hier nur USB 2.0 durchläuft, dann hast du natürlich vom USB-C-Anschluss hier gar nichts, und deswegen immer schön darauf achten, auch auf die Geschwindigkeiten von euren Adaptern, dass die sozusagen die Geschwindigkeiten, die hier rauskommen, durchreichen. Ist jetzt hier nicht so der Fall, denn es sind keine Thunderbolt-Adapter, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Bei Thunderbolt gibt es natürlich Geschwindigkeiten bis zu 40 MBS, also Megabyte pro Sekunde. Die bieten hier maximal 5 bis 10 Megabyte pro Sekunde, was für normale Anwendung eigentlich ausreicht. Wer aber ein bisschen mehr Power braucht und eine Festplatte hat, die ein bisschen rauschen muss, der sollte sich wirklich dann mal nach Thunderbolt-Hubs umschauen. Hat natürlich dann die Aufgabe, einen günstigen zu finden, weil die liegen dann so richtig schön zwischen 300 und 500 Euro maximal. Ich habe euch mal 2 hier mit reingestellt, was sozusagen richtig gut empfohlene Thunderbolt-Hubs sind. Ich habe keinen hier, denn ich benötige keinen, habe mich aber mal mit dem Thema richtig lange auseinandergesetzt, weil ich eigentlich einen kaufen wollte. Aber ich brauche eigentlich nur eine schnelle Festplatte, die habe ich, dazu kommen wir gleich. Und für Daten und andere Geschichten habe ich externe Adapter, die wirklich schnell genug sind. Deswegen ist jetzt sozusagen Thunderbolt für mich im Moment noch kein Thema gewesen. Wer aber so ein bisschen darauf schwört und hier nach neuen Produkten sucht, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da sind 2 richtig super Geräte verlinkt. Wer sich noch mehr für den Mac Mini M2 interessieren sollte, der möge jetzt diesen Kanal abonnieren bzw. auch gleichzeitig noch ein Like für dieses Video dalassen, denn in den nächsten Tagen kommen von mir noch ganz viele verschiedene Videos zum Mac Mini M2 im Vergleich zum Beispiel mit dem M1 bzw. mit dem iPad M2 und. Wie macht er sich im Videoschnitt, was braucht man und welchen Mac Mini kann man kaufen, das gibt es alles in Kürze auf meinem Kanal. Jetzt kommen wir aber erstmal zum nächsten Thema, und zwar hatte ich es schon mal kurz angerissen. Das sind externe Festplatten. Wenn ihr Fotos übertragt und eigentlich normale Dateien, Word-Dateien bzw. andere Geschichten, dann reichen euch definitiv die hier verbauten SSDs in diesen externen USB-C-Hubs, die ich angeboten habe. Wenn ihr aber mit dem Thema Video so ein bisschen arbeiten solltet, beziehungsweise andere schnelle Dateien rüberschicken wollt, dann braucht ihr natürlich externe Festplatten, weil meistens sind natürlich hier in den Mac Mini-Geräten 256 GB verbaut, 512 GB. Bei 1 TB wird es dann schon wieder teurer. Die kann man sich sparen, die extra Gelder, und hier mal eine externe Festplatte kaufen. Und ich kann euch hier nur die Samsung T7 empfehlen. 2 Jahre ist sie jetzt sozusagen bei mir im Betrieb. Gar nichts an Problemen und richtig schnell ist sie ebenfalls, bis zu 1050 Megabyte pro Sekunde. Und wer jetzt sagt, ich brauche noch schnellere Geschwindigkeiten, der möge jetzt aufpassen. 1050 Megabyte pro Sekunde ist die schnell. Es gibt auch Festplatten, die sind das Doppelte so schnell, nämlich 2000 Megabyte pro Sekunde. Das Problem ist, dieser Thunderbolt-Anschluss von Apple lässt natürlich beim USB-C-Anschluss nicht diese Geschwindigkeiten zu, sondern ihr könnt bis maximal 1050 Megabyte pro Sekunde hier nur schreiben und lesen aus diesem Ausgang. Anders sieht es natürlich aus bei Thunderbolt Festplatten. Die sind natürlich auch deutlich teurer. Also wenn ihr euch jetzt sozusagen über USB-C eine 2000 Megabyte pro Sekunde Festplatte kauft und die hier anschließt und euch wundert, warum die genauso langsam läuft wie die 1050 Megabyte pro Sekunde, weil dieser Anschluss, wie gesagt, das nicht zulässt. Also verschwendet da kein Geld, bis zu 1050 Megabyte pro Sekunde. Und da kann ich euch wirklich die Samsung T7 wärmstens empfehlen. Das ist ein Hammer. Die hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Die kostet nicht mal 100 Euro. Ich glaube, die ist jetzt bei 89 Euro für 1 Terabyte. Ich habe eine 2 Terabyte Festplatte ebenfalls noch von der T7. Die war vielleicht 130 Euro.
teuer, ich kann es nicht mehr schätzen, aber wie gesagt, die Preis-Leistungs-Geschichten bei Samsung und die Qualität ist hier optimal für die externen Festplatten. Ich kann euch, wie gesagt, die Samsung T7 wärmstens ans Herz legen. Jetzt gibt es natürlich auch die Ausnahmen, die sagen, ich brauche überhaupt nichts davon. Ich kaufe mir so einen Mac Mini mit einem Terabyte Festplatte, bin zufrieden und freue mich und brauche eigentlich nur noch einen externen SD-Kartenleser. Für diejenigen habe ich ebenfalls was, und zwar von der Firma Ugreen gibt es einen absoluten Hammer SD-Kartenleser, und das ist dieser hier. Der ist nämlich schneller als alle anderen. Man muss auch bei den SD-Kartenlesern natürlich auf Geschwindigkeiten achten, und man hat viele SD-Kartenleser im Netz, die man findet für 10, 5, 15 Euro. Und da ist aber dann die Geschwindigkeit am Ende der Flaschenhals. Und wie auch bei anderen Produkten, schön aufpassen hier mit diesen SD-Kartenadapter, dass man hier wirklich erstens USB-C am Ende hat, also mit USB-A bzw. mit USB 3,0 erreichst du natürlich auch schon Geschwindigkeiten, die normalerweise ausreichen. Aber so gerade bei größeren Foto- und Videodateien, da wirst du diesen Adapter lieben lernen. Denn hier kannst du bis zu 114 Megabyte pro Sekunde übertragen, was wirklich für SD-Kartenadapter ein Riesenvorteil ist. Und das kleine Ding, das kostet nicht mal 25 Euro. Schaut mal nach im Netz. Ugreen SD-Kartenadapter, auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Den kann ich euch richtig gut empfehlen, und ihr werdet mir danken, wenn er sozusagen bei großen Dateien mal so 5 bis 10 Minuten an Zeit spart. Nun brauchst du natürlich noch für deinen Mac Mini eine externe Tastatur, eine externe Maus und einen Monitor. Und bei der Tastatur, da kann man natürlich die Apple-Tastatur nehmen. Die kostet in der Regel so um die 150 Euro in der Farbe und ist natürlich gut, da kann man nicht meckern. Ja. Gleichzeitig, wenn du das mit dem Fingerabdruck-Sensor haben möchtest von Apple, zahlst du 175 bis 195 Euro für die Tastatur. Das muss man nicht, denn ich habe mich hier auch für eine andere externe Tastatur entschieden, und das ist von der Firma Erto und eine Bluetooth-Tastatur, mit der du sozusagen bis zu 3 Geräte betreiben kannst. Hier oben kannst du noch dein Handy einschieben und kannst dein Handy gleichzeitig auch nochmal mit der Bluetooth-Tastatur verbinden, wenn du mal einen Text schreiben möchtest oder etwas, was länger dauert. Dann geht das hier mit alle Male, oder gleichzeitig dein Handy aufbewahren. Manchmal klebt bei mir auch ein Kugelschreiber hier drin, dann sehe ich ihn immer. Oder der Apple Pencil, der liegt hier auch manchmal drin, damit ich ihn nicht verliere. Ansonsten ist diese Tastatur einfach für Apple gemacht. Man muss aber sagen, die Tasten sind etwas weicher als bei der Original-Apple-Tastatur, was aber nicht schlimm ist, weil vom Prinzip her lernst du das Schreiben dann hier über diese Tastatur, und sie bietet dir wirklich viele, viele Vorteile, denn du hast die Möglichkeit, das Ganze natürlich über Bluetooth zu betreiben, und das ist zum ersten schon mal kabellos. Zweitens hat die ein unwahrscheinlich gutes Akku verbaut. Also ich muss bei täglicher Nutzung diese Tastatur maximal einmal im Monat aufladen. Das hatte ich bei der anderen, die ich davor hatte, nicht. Da war das wirklich mal einmal die Woche soweit. Dann war der Akku leer. Hier ist es wirklich so, dass ich extra darauf warte, wann mal wieder die Tastatur aufgeladen werden muss. Gleichzeitig kannst du das auch mit USB-C machen. Also hier hast du nicht so einen hässlichen Micro-SD-Anschluss bzw. Micro-USB-Anschluss dran. Das ist alles schon ordentlich mit USB-C. Und wie gesagt, die Tasten, die drücken sich etwas weicher als bei der normalen Apple-Tastatur. Ist aber nicht schlimm, und ich habe jetzt sozusagen keinen Nachteil dadurch gefunden. Gute Aufladezeiten, Preis-Leistungs-Verhältnis, was richtig sauber ist. Hier will man für die Tastatur maximal 40 Euro haben, gegenüber 150 Euro. Das ist dann schon mal eine Ersparnis von 110 Euro. Die könnt ihr schon mal in einer schnellen Festplatte investieren, beziehungsweise in andere Dinge, die man für den Apple Mac Mini noch so kaufen kann. Schöne Tastatur, schöne Farbe, direkt über Bluetooth. Ich kann sie euch, wie gesagt, nur empfehlen. Mir hat sie bis jetzt viel Freude bereitet, und ich habe da echt ein gutes Schnäppchen mit dieser Tastatur gemacht. Nächste Geschichte. Bei den Mäusen gibt es natürlich verschiedene Firmen. Ich schwöre hier aber auf die Apple-Maus. Und zwar ist die Apple-Maus immer noch das Beste für den Computer von Apple, weil sie ist natürlich darauf abgestimmt, was hier sozusagen an der Software mit drin ist, und du kannst mit der Apple-Maus eine ganze Menge mit anfangen. Ist natürlich nicht gerade billig, 95 Euro möchte man haben als Minimum für die Apple-Maus. Das waren jetzt die letzten Preise, vielleicht ist es schon wieder teurer geworden, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hier die Apple-Maus mit empfohlen, genau
genau wie das Apple Trackpad, denn ich arbeite ja nicht viel mit Mäusen, ich arbeite wirklich mehr mit dem Trackpad. Das ist riesengroß. Das hat eine unwahrscheinlich gute Touchfähigkeit. Das gefällt mir und ich muss es natürlich auch nicht mal einmal im Monat laden. Also wenn es hochkommt und ich wirklich da im Monat an diesem Teil arbeite und das jeden Tag, dann bin ich vielleicht bei 1,5 Monaten mit einer Ladung dabei. Allerdings dann hier natürlich immer noch über den Lightning-Anschluss von Apple. Da wollen sie natürlich immer noch ihr schönes Zubehör verkaufen. Und du brauchst natürlich hierfür dann ein Lightning-Kabel. Dann kannst du das Ganze auch aufladen. Ob es noch mit dazu kommt, weiß ich gar nicht. Ich habe mir das vor 1,5 Jahren gekauft. Da war es noch mit inklusive. Vielleicht muss man das jetzt schon extra kaufen. Bei Apple ist alles möglich. Aber ich schwöre auf dieses Trackpad, dieses Original von Apple. Und das ist wirklich das Beste, was es gibt. Wer Mäuse dazu kaufen möchte, es gibt natürlich auch noch schöne von Logitech. Hier direkt mit Handwahlrad und anderen Dingen. Das kommt natürlich auf eure Nutzung an. Für was nutzt ihr sozusagen die Maus oder wie wollt ihr mit der Maus umgehen? Die gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann euch, wie gesagt, von meinem Arbeiten die Apple Maus und das Apple Trackpad empfehlen. Jetzt haben wir natürlich eine Sache noch nicht abgehandelt, das ist der Monitor. Bei mir ist es mehr so auf den Videoschnitt geeicht, beziehungsweise auf Fotobearbeitung. Ich brauche lange Timelines, deswegen habe ich einen Samsung Curve Monitor mir damals vor 2 Jahren angeschafft, den ich euch ebenfalls nochmal zeige und hier auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, gerade wer mit Video arbeitet. Es ist der Hammer. Unten ist die Timeline drin, oben hast du noch einen externen Monitor, wo du dann sozusagen das Bild ansteuerst. Wenn du da abends vor dem Rechner sitzt, du siehst alles, auch noch mit 90 kann ich das erkennen, weil die Dinger so groß sind und das ist natürlich eine unwahrscheinlich coole Sache. Der Monitor ist natürlich jedem selber überlassen, wie der Schreibtisch vorhanden ist, was man für Ansprüche hat. Ich habe euch meinen Samsung direkt nochmal hier verlinkt. Wer gucken möchte, das ist echt ein schönes Teil und ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Ich habe damals 1.300 € bezahlt. Jetzt habe ich ihn bei Amazon gefunden für ein bisschen über 800 €. Also die Dinger kosten dann auch nicht mehr so viel Geld. 49 Zoll, eine Bildbreite kann man auch fürs Gamen nehmen. Der hat noch 120 Hertz, der hat eine ganze Menge an Anschlüssen, HDMI und so weiter und so fort. Ich habe da gar nicht alles im Kopf, aber mit dem Ding bin ich seit 2 Jahren zufrieden. Den kann ich euch auch empfehlen. Und ich kann euch empfehlen, dran zu bleiben und weiterhin meine Videos zu schauen, denn das war es jetzt mit diesem Video. Ich sage danke fürs Anschauen, wünsche noch eine entspannte Zeit und sage tschüss, bye bye und winke, winke.